Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Vlogs. Begleitet uns heute auf dem Weg nach Norden entlang der schottischen Westküste bis auf die Insel Skye. Kommt mit auf eine spektakuläre Wanderung zu einer Höhle, die man nur bei Ebbe begehen kann. Und lasst euch überraschen von Schottlands unglaublich schönen, weißen, fast karibischen Sandstränden. Und los geht's! In der Kleinstadt Orben ging unsere Reise los. Als wir zum letzten Mal vor knapp 10 Jahren in Orben waren, hat es so gut wie keine Touristen gegeben, denn es war erst März. Und so standen wir auch vor dem historischen Pub Orben Inn vor verschlossenen Türen. Der Pub ist schon weit über 200 Jahre alt. Orben hat sehr viele Highlights zu bieten. Dazu gehört auch ein Besuch in der ortseigenen Distillery. Die Whiskybrennerei gehört in Schottland zu einer der ältesten Traditionen und auch hier in Orben gibt es diese kleine Brennerei. Im Visitor Center kann man die einzelnen Arbeitsschritte der Whisky-Destillation hautnah erleben. Und wem das nicht genug ist, der kann einen Rundgang durch die Distille buchen und ein bisschen was von dem flüssigen Gold verkosten. Das Orben Inn hatte bei unserem jetzigen Besuch zum Glück geöffnet. Im Sortiment finden sich ortsübliche Biere und, welche Überraschung, natürlich auch eine große Auswahl verschiedener Whiskys. Und für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es auch ein paar warme Speisen auf der Karte. Wer sich dazu entschließt, an der Westküste nach Norden zu fahren, der findet in Orben eine der letzten größeren Städte für sämtliche Besorgung, die man sich so vorstellen kann. Es macht wirklich Spaß, durch die vielen Shops zu flanieren und so ganz nebenbei mit den schottischen Traditionen vertraut gemacht zu werden. Mit vollen Vorräten ging es für uns weiter Richtung Norden. Wir sind jetzt weiter auf dem Weg zur Insel Skye und freuen uns schon drauf. Auf dem Weg nach Norden durchquert man aber zuerst die Kleinstadt Fort William. Sie liegt am Fuße des Berges Ben Nevis. Im Gälischen bedeutet das Wort Ben Berg und der Ben Nevis ist mit über 1345 Metern der höchste Berg der gesamten britischen Inseln. Im Glen Nevis, dem Tal am Fuße des Berges, fließt der gleichnamige Fluss River Nevis. Je weiter nach Norden man fährt, desto einsamer wird es. Dichte Wälder und die typischen schottischen Seen, die Lochs, wechseln sich miteinander ab. Und was wäre Schottland ohne seine Castles? Hinter dem über 800 Jahre alten Gemäuer verbirgt sich unendlich viel Geschichte. Heute dient die Burg als Stammsitz für den Clan MacRae. Sie ist das drittmeist besuchte Castle in Schottland und eines der beliebtesten Fotomotive in den ganzen Highlands. Nun aber endlich nach Skye. The Isle of Skye ist die größte Insel der Inneren Hebriden.
Sie zieht jährlich unzählige Touristen aus aller Welt an, denn auf Skye gibt es neben 2 Whisky-Distilleries auch noch vieles mehr zu entdecken. Eine der berühmtesten Touristenattraktionen sind die Ferry Pools. Ein kleiner Gebirgsbach hat im Laufe der Zeit unzählige Felsenbecken und kleine Wasserfälle erschaffen. Aus dem Quillengebirge fließt das kristallklare, eiskalte Wasser hinab ins Tal. Wem Foto- oder Videoaufnahmen nicht genug sind, der darf den Sprung in eines der eiskalten Becken gerne wagen. Am Rande des Glen Brittle ist ein Parkplatz geschaffen worden. Von hier aus ist die Wanderung auch für Kinder kein Problem. Ein wenig abseits der klassischen Touristenpfade befindet sich Spar Cave, eine Höhle, die nur bei Ebbe zu erreichen ist. Am nächsten Morgen klingelte der Wecker um 5 Uhr morgens. Somit verließen wir unseren einsamen Parkplatz bei Sonnenaufgang. Außer uns war kaum jemand auf den Beinen. Ein wenig tricky ist, dass man auf dem Weg zu dieser Höhle ins absolute Funkloch fährt, weswegen man sich unbedingt vorher alle nötigen Informationen aufschreiben muss. Ihr dürft 3-mal raten, ob wir das gemacht hatten. Das Gelände ist komplett unbeschildert. Wenn man aber einmal den richtigen Abstieg gefunden hat, dann geht es zunächst erst einmal über größere Steine am Ufer. Zwar aufpassen, wohin man tritt, aber wenn man einigermaßen fit ist, ist es nicht weiter anspruchsvoll. Das ändert sich jedoch am Eingang zur Höhle. Während man die ersten Meter noch an den glitschigen Felsen entlang klettern kann, führt der Rest durch hüfttiefes Wasser. Die Steine sind messerscharf, deswegen braucht man unbedingt Schuhe auch im Wasser. Hat man es dann wieder an Land geschafft, steht man vor 2 Höhleneingängen. Auf den ersten Metern begleitet einen noch ein bisschen Tageslicht, aber je tiefer man in die Höhle vordringt, desto dunkler wird es. Unsere recht leistungsstarken Stirnlampen haben es nicht mehr geschafft, die pechschwarze Höhle auszuleuchten. Irgendwann steht man vor einem steilen Abhang und schaut in ein schwarzes Loch. An dieser Stelle hat mich der Mut verlassen und ich bin wieder umgekehrt. Christian hat sich getraut und hat deswegen diese spektakulären Aufnahmen aus dem Inneren der Höhle anfertigen können. Wir waren beide voller Adrenalin und froh darüber, diese Wanderung gemacht zu haben. Die Location, das Wetter, die Uhrzeit, alles war perfekt und es war einfach ein wunderschöner Morgen. Noch ein Hinweis an dieser Stelle, der Startpunkt der Wanderung ist an der Steinruine, für kleinere Kinder ist sie allerdings nicht geeignet. Am Vorabend hatte ich uns ein kleines Picknick vorbereitet und das genossen wir glücklich und zufrieden auf den Felsen in der Sonne.
Der schottische Rhythmus ist übrigens extrem abhängig von Natur, Tier und Wetter. Uns war auf Skye eindeutig zu viel los und das war auch der Grund, warum wir uns schon ein wenig früher wieder auf den Rückweg zur Hauptinsel nach Schottland gemacht haben. Auf unserem Weg weiter nach Norden fuhren wir durch die spektakulären Landschaften der Highlands und überraschenderweise fanden wir diesen herrlichen weißen Sandstrand. Nicht nur die Location, sondern auch das Wetter waren perfekt und deswegen blieben wir insgesamt 3 Tage zum Sonnenbaden. Es mag überraschend klingen, aber die gesamte britische Küste ist übersät von solchen fast karibischen Stränden. Wem es auf der Insel Skye zu voll oder touristisch zu überlaufen ist, der findet in den Ardessy Falls eine sehr gute Alternative zu den Ferry Pools. Im Gegensatz zur Insel Skye waren wir hier fast alleine unterwegs. Die Ardessy Falls stehen ihren berühmteren Kollegen wirklich in nichts nach und wenn man es geschafft hat, den Berg zu erklimmen, kann man zusätzlich noch die spektakuläre Aussicht über Little Loch Broom und die dahinterliegenden Highlands bestaunen. Und damit waren wir so richtig in den Highlands angekommen. Der Nordwesten Schottlands ist am wenigsten besiedelt und zählt zu den am schwierigsten zugänglichen Regionen des ganzen Landes. Wie oft in Schottland leben auch hier mehr Schafe als Menschen. Wir hoffen, euch hat dieser Reiseabschnitt genauso gut gefallen wie uns. Wenn ihr Lust habt, uns weiterhin auf unseren Abenteuern zu begleiten, dann liked gerne dieses Video, abonniert unseren Kanal oder lasst uns in den Kommentaren wissen, wie es euch gefallen hat. Thank you.